zum Thema Digitalisierung habe ich eine Frage. Also die USA befürchten, dass Regulierungspakete wie Digital Markets Act amerikanische Unternehmen, sozusagen Gatekeepers, diskriminieren und letztendlich die transatlantischen Bemühungen um Zusammenarbeit behindern würden. Inwieweit stimmen Sie dem oder nicht? Gut, also sagen wir, meine Aufgabe als europäischer Parlamentarier ist sozusagen im Grunde genommen nicht zunächst mal Befürchtungen der Vereinigten Staaten zu ventilieren, sondern bei nüchterner Betrachtung ist der europäische Binnenmarkt der größte Konsumentenbinnenmarkt der Welt immer noch. Das mag sich vielleicht in Zukunft ändern, aber noch ist es so. Und insofern haben wir das Recht und auch die Verpflichtung, sozusagen am Beginn eines digitalen Jahrhunderts und sagen wir mal am Beginn einer zweiten Regulierungswelle uns zu überlegen, welche Bedingungen wir für die Marktteilnehmer am europäischen Binnenmarkt definieren. Und ja, natürlich weiß ich um diese Besorgnis, aber ehrlich gesagt, also vor einigen Jahren haben wir mit den gleichen Besorgnissen zu kämpfen gehabt, als es um die ganzen Privacy-Themen geht. Und heute sind es genau diese Gaffers, also Gatekeeper, die gegenüber der amerikanischen Regierung durchgesetzt haben, dass sie die Privacy Rules Europas erfüllen wollen. Und auch mit dieser Administration ist immer deutlicher zu sehen, das wird sozusagen der Goldstandard auch in den Vereinigten Staaten sein. Das heißt, wir haben den Amerikanern immer gesagt, auch die Amerikaner sollten vorsichtig sein, sich so, sagen wir mal, personenidentisch oder politikidentisch mit dem Silicon Valley zu sehen. Auch in Amerika gibt es im Kongress eine Bewegung, die sagen, ja, wo entstehen sozusagen eigentlich Wertschöpfung? Und wir haben im Silicon Valley über diese, und ich würde es nicht sagen Gatekeeper, sondern man muss schon deutlich sagen, über diese Monopole, die wir regulativ ermöglicht haben, das muss man ja auch sagen, sind ja nicht nur durch den Markt entstanden, sondern wir haben sie zu Beginn der 2000er, als wir eigentlich nicht in Wirklichkeit begriffen haben, was wir da regulieren. Wenn Sie, ich sage das durchaus selbstkritisch, mal die Diskussion von damals anschauen, dann haben wir Plattformen zum Teil sowas wie für eine Telefongesellschaft gehalten. Und wir haben sozusagen einen regulativen Rahmen geschaffen, die es binnen kürzester Zeit ermöglicht hat, dass einige Firmen auf der Welt Kapital akkumuliert haben in einer Größenordnung, die zunächst mal mit Wettbewerb nichts zu tun hat. Ich will nicht bestreiten, dass das auch erfolgreiche Modelle für Konsumenten interessant sind, aber letztendlich sozusagen haben wir da Monopole geschaffen. Und dann bei dem Gefühl sozusagen, dass Europa immer nur der kleine Partner ist, muss man auch wieder nüchtern sagen, als der erste Zwischenschritt erfolgte, und ich erinnere mich noch gut daran, so im ersten Jahrzehnt der 2000er Jahre, als zum Beispiel Bill Gates, den ich persönlich schätze, aber für Microsoft zum Beispiel die Patentierung, wir werden keine Patentierung von Algorithmen zulassen, wir werden keine Monopole schaffen. Und DMA und DSA sind schlicht und einfach jetzt sozusagen die zweite regulatorische Generation, wo wir langsam verstanden haben, was sind die Terms of Trade dieses Marktes, wo wir sagen, was wollen wir sozusagen an Konsumenteninteressen schützen, wo wollen wir aufpassen sozusagen, dass wir eine richtige Balance sozusagen in der Wertschöpfung haben. Es kann nicht sein, dass sozusagen die Wertschöpfung derer, die produzieren oder intellektuelles Eigentum schaffen, geringer ist als die, die sozusagen das distribuieren, dass wir das wieder in ein richtiges Verhältnis setzen. Und zwar ein Verhältnis, was auf der einen Seite nicht ideologisch ist. Ich halte auch überhaupt nichts davon, Google oder Amazon, um das auch mal deutlich zu nennen, oder YouTube da zu verteufeln. Das sind einfach super erfolgreiche, smarte Unternehmen. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man, wie ich und meine Kollegen auch durchaus sagen wir, mit den Unternehmern selber zu tun hatte, ja, dann sind das zum Teil sehr idealistische, nicht mehr ganz junge Männer, allerdings mit dem etwas übersichtlichen Verständnis sozusagen von Kartellrecht oder freier Marktwirtschaft. Und diese, sagen wir mal, doch leise Flirt mit Monopolen ist einfach was wir auf dem europäischen Binnenmarkt nicht hinnehmen werden. Und Sie werden sehen, wir haben jetzt gerade organisiert, ich habe selber ein erstes Hearing organisiert mit dem neuen Assistant Undersecretary Hoff aus dem Commerce Department und Thierry Breton,
dem Digitalkommissar. Und Sie werden sehen, dass dieser große europäische Binnenmarkt, wenn er diese DSA und DMA-Regulierung dann politisch zustande gebracht hat, das wird der Standard werden. Das ist den Amerikanern klar, deshalb ist es auch sinnvoll und wir haben uns als EVP da bemüht, schon ganz früh, auch übrigens legislativ, also eben mit dem Kongress, da in Kontakt zu treten. Und Sie werden sehen, dass das Teil des transatlantischen Dialoges ist. Aber es sollte einen auch mit einem gewissen Stolz erfüllen, dass man ganz nüchtern sagen muss, diese zweite Welle, die sozusagen in den sozialen Marktwirtschaften oder in den Marktwirtschaften dieser Welt, sagen wir mal, die Rahmenbedingungen setzen wird für die weitere digitale Entwicklung, die wird in Europa entwickelt werden, weil Amerika eben auch ob der schwierigen politischen Polarisierung im Kongress und obwohl man eigentlich sozusagen in Amerika immer sehr marktmächtige Kartellrechtsinstrumente hatte, im Moment politisch offensichtlich sich nicht in der Lage sieht, sozusagen diese notwendige zweite Regulierungswelle zu stemmen. Das wird man in Europa machen und dann wird man mit einigen Knirschen im transatlantischen Verhältnis und unglaublichen Lobbygeldmengen, die die amerikanischen Gaffers in den politischen Prozess pumpen werden, aber wird man sehen, dass wir in Europa im Grunde genommen den Standard für sozusagen diese zweite Regulierungsgeneration setzen werden.